Hi, ich bin Simi und ich habe öfter mal mit meinem Berufsleben gehadert in Vergangenheit. Und turns out, vieles war halt undiagnostiziertes ADHS. Und ich möchte heute ein paar Dinge mit dir teilen, die ich einfach gerne früher gewusst hätte, damit ich ein bisschen nachsichtiger gewesen wäre mit mir und vielleicht auch andere Entscheidungen getroffen hätte in Bezug auf meine Karriere. Und ja, vielleicht wäre ich einfach auch ein bisschen mehr für mich eingestanden. Und ich hoffe doch, dass ich vielleicht mit diesen Erfahrungen bei dir bewirken kann, dass du gewisse Fehler vielleicht nicht machst oder dir gewisse Gedanken ein bisschen früher machst. Also, let's go. Meine Schwierigkeiten damals, eine Lehrstelle zu finden oder überhaupt mich für etwas zu entscheiden, was ich machen möchte in Zukunft, war nicht meiner, keine Ahnung, Verwirrung, Faulheit oder Unreife zu verdanken, sondern dem geschuldet, dass ich einfach so viele auch unkonventionelle Interessen hatte. Welche das waren, das verrate ich euch am Ende dieses Videos. Und ich habe einfach mit dem ganzen System gehadert, wie wir unseren Schritt quasi in die Ausbildung und ins Erwachsenenalter machen mussten. Und ich hätte damals in der Schule einfach jemanden gebraucht, der mir dabei geholfen hätte, mich in Richtung dieser eher unkonventionellen Berufsfeldern zu begleiten und mir zu helfen, dass ich da irgendwo reinkomme. Zweitens, ich hätte sehr, sehr gerne gewusst, dass es völlig okay wäre, einfach ein bisschen auszuprobieren und vielleicht auch öfters mal noch das Berufsfeld zu wechseln. Also das habe ich ja letztlich ja sowieso dann gemacht. Ich habe mich so dafür verurteilt, dass ich so viele Wechseln machte und eben so ein bisschen meinen Platz früher nicht gefunden hatte. Und dabei sagt das zum Beispiel auch der ADHS-Spezialist Heiner Lachenmeier, der sich auch auf ADHS und Beruf spezialisiert, dass es völlig okay sein muss auch, dass man vor allem auch beim Berufseinstieg, aber auch später auszuprobieren. Wir ADHSlerInnen müssen halt wirklich auch mal etwas gefühlt haben und erlebt haben, um wirklich zu checken, ob es uns entspricht, ob es uns genügend Hyperfokus erlaubt oder eben halt nicht. Und klar, es ist auch heute immer noch eigentlich total tabu, dass man etwas anfängt und gleich wieder abbricht. Dabei ist es doch viel besser, wenn wir ausprobieren und dann vielleicht irgendwo landen, wo wir einfach auch glücklich werden. Also ich wünsche mir, dass das Tabu immer weniger wird und dass wir bunte Lebensläufe ein bisschen mehr feiern, denn aus jedem Beruf oder aus jedem Lehrgang oder was auch immer, aus dem wir vielleicht früher aussteigen, weil es uns nicht gefällt, bringen wir aber auch Wissen mit. Das ist ja nicht verschwunden, nur weil wir keinen Abschluss gemacht haben, sondern wir haben einen verdammt großen Erfahrungsschatz sehr oft, den wir dann kreativ in einem anderen Feld wieder umsetzen können. Punkt Nummer 3. Ich muss nicht in allem gut sein. Das klingt jetzt wieder No-Brainer-mäßig. Ich bin in einem Umfeld, in einer Gesellschaft aufgewachsen noch, in dem extrem oft auf den Schwächen herumgehackt wurde und irgendwie quasi suggeriert wurde, dass wir unsere Schwächen ausbessern müssen, statt auf unsere Stärken zu achten und diese zu fördern. Und das große Problem ist meiner Meinung nach die Schule da, weil da wird so darauf geachtet, in welchem Fach, dass du schlecht bist. Also quasi, du bist schlecht in Mathe, also musst du dir da besonders viel Mühe geben und du bist schlecht in Französisch, genau das Gleiche zum Beispiel, statt irgendwie die Leute da zu fördern, wo sie fantastisch sind. Und dann gibt es eben so diese Fächer, die wichtig sind und diese Fächer, die weniger wichtig sind. Und für mich ist das totaler Quatsch. Ich würde mir wirklich wünschen, dass man da das Schulsystem einfach ein bisschen umkrempelt und von Anfang an die Stärken ein bisschen mehr fördert und auch betont. Als ADHSlerinnen hören wir sowieso ständig, was wir alles an uns verbessern müssen, vor allem auch in der Kindheit und in der Jugend. Das führt dann zu einem verdammt übertriebenen Perfektionismus, den wir auch ins Berufsleben mitnehmen. Und so passiert das auch, dass wir uns teilweise, also mir ging es so und ich habe das auch bei anderen gelesen, dass wir uns teilweise fast mit schlafwandlerischer Sicherheit Jobs suchen oder in Arbeitsstellen landen, bei denen wir mehr damit beschäftigt sind, unsere Schwächen auszumerzen und Dinge uns aufzuzwingen und zu lernen, die uns eigentlich überhaupt nicht liegen, weil wir das Gefühl haben, dass es so läuft und dass wir da einfach uns durchbeißen müssen. Das ist meiner Meinung nach für alle natürlich, aber insbesondere für ADHSlerinnen ein absolutes Desaster, weil wir schon oft mit unserem Selbstwert hadern. Aber zum Thema Stärken fördern im Beruf gibt es von mir zukünftig noch einige Videos mehr
Punkt Nummer 4. Ich glaube, dass jetzt Angelina von Kirmes im Kopf, weil sie das so schön gesagt hat. Ich brauche ein artgerechtes Arbeitsumfeld. Ein Umfeld, das von den Werten her mit meinen wirklich ziemlich fest übereinstimmen muss. Und eins, in dem Menschen halt wirklich gut behandelt werden und eine große Augenhöhe auch herrscht. Ich kann es nicht ertragen, wenn ich einen Wertekonflikt habe, weil ich so einen großen Gerechtigkeitssinn habe. Und das haben viele Menschen mit ADHS. Und ich glaube, das ist wirklich etwas, was wir alle beachten müssen. Denn es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir es einfach nicht mehr ignorieren können und dann kündigen müssen. Punkt Nummer 5. Ich hätte viel eher in die Selbstständigkeit gehen müssen. Mir wurde das immer ausgeredet, weil all diese Dinge sind ja keine richtigen Jobs und das macht man ja nicht und man muss ja zuerst mal irgendwie 100 Jahre gearbeitet haben in einem Job. Doch für mich ist es einfach so, dass ich mich besser entfalten kann, wenn ich meine eigene Chefin bin. Und ich meine, die Selbstständigkeit ist ein ganz eigenes Biest. Man muss halt wirklich alles selbst organisieren und für uns ADHSlerinnen ist da die Herausforderung, die richtigen Systeme zu finden, damit wir auch wirklich in die richtige Richtung gehen und uns nicht tausendmal verzetteln, was mir leider jetzt doch immer wieder passiert ist. Das ist die Herausforderung und es gibt halt auch Dinge, die wir am Anfang noch nicht auslagern können. Also wir müssen uns halt auch mit den blöden Admin-Geschichten abfinden. Trotzdem insgesamt passt es einfach besser zu mir, weil ich viel eher in meinem Rhythmus leben kann. Also ich würde diesem Ruf im Nachhinein früher folgen. Und damit möchte ich nicht sagen, dass die Selbstständigkeit der heilige Gral ist für alle Menschen mit ADHS, überhaupt nicht. Aber es ist einfach meine persönliche Erkenntnis und vielleicht geht es ja den einen oder anderen da draußen auch so. Und jetzt verrate ich euch noch, was das denn für unkonventionelle Jobs waren. Bei mir war es wirklich so, ich war schon immer irgendwie eine Künstlerin, so von Herzen. Und ich wollte halt wirklich irgendwie Modedesignerin werden. Ich wollte damals schon Webdesignerin werden. Da war das Internet noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Ich wollte auch ans Theater. Also ich hatte alles so diese absoluten musischen Einfälle. Die Aufmerksamen unter euch haben jetzt auch bemerkt, dass das alles ein bisschen freiberuflichen Geschichten sind eben. Und ja, das war damals halt einfach noch nicht so gerne gehört und das waren keine richtigen Jobs und deshalb habe ich mich zuerst einfach durch dieses normale System hindurch gewurstelt. Ich war jedenfalls schon immer ein Freigeist, der sich entfalten möchte und das bin ich bis heute. So, das war jetzt mal meine Perspektive auf gewisse Dinge, die ich gerne früher gewusst hätte. Es gibt natürlich ganz viele mehr, je nach Thema und darüber werde ich wahrscheinlich auch noch berichten. Jetzt bin ich aber gespannt auf deine Perspektive. Gibt es bei dir Dinge, die du ja gerne früher gewusst hättest oder hast du irgendwelche Inputs und Fragen zu meinen Punkten? Lass es mich gerne wissen unten in den Kommentaren. Ich freue mich wirklich, mich mit euch auszutauschen und es ist auch jedes Mal eine große, große Inspiration. Und like gerne dieses Video, wenn es dir gefallen hat und schenk mir auch gerne ein Abo. Damit hilfst du mir sehr, 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 meinen Channel ein bisschen wachsen zu lassen. Folge mir auch gerne auf meinen Social Media Kanälen und melde dich für meinen Newsletter an. Du findest alle Infos unten in der Beschreibung. Und in diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Zuhören und bis bald. Tschüss!